Frau Stilling, Ihr Mann und Sie erlebten einen ganz besonderen Nahtodkontakt, nämlich einen Nahtodkontakt mit Ihrem verstorbenen Hund. Wie war die Vorgeschichte? Es ist eine Hündin, sie heißt Joni und wir haben sie 2002 bekommen. Es war noch der jüngste Sohn da und wir haben eigentlich, vor allem ich, von Anfang an das Gefühl gehabt, dass es so eine besondere Seele hatte, dieser Hund. Sie war mit uns, ich kannte natürlich vorher nicht wirklich Hunde, ich habe sie nur einfach geliebt. Und sie war so, wir hatten ja Bedingungen, die manchmal nicht immer so einfach waren, den Hund zu erziehen. Und sie war, dass sie alles so machte für uns, dass es immer passte. Wir waren ja berufstätig, der jüngste Sohn war in der Schule, sie musste als ganz kleines Hundchen 7 Stunden alleine sein und ich habe dann noch überlegt, ob das sie so schaffen kann. Eigentlich hat sie uns alles so gemacht, vor lauter Freude mit uns zu sein, dass es eigentlich auch nie eine Schwierigkeit gab. Sie war sie ist ja letztes Jahr gestorben, sehr klug, spürte vieles, wo ich immer dachte, wie kann ein Hund meine Gedanken jetzt zum Beispiel kennen? Also das Leben mit ihr, die Arbeit war ja etwa 8 Stunden am Tag. Wenn ich aus der Haustür ging, war das klar morgens. Ich habe gesagt, tschüss, wir kommen bald wieder. Wenn ich in dem Moment noch überlegte, kann ich sie vielleicht an die Arbeitsstelle mitnehmen, heute ist die Situation für diese Kinder dort so, dann hat sie diesen Gedanken wie verstanden, stand auf und kam mit zu der Haustür. Es war also manchmal unglaublich. Ja, sie war insgesamt ein sehr kluger, sehr feiner, unvorstellbar, verständig mit so Dingen, die eben manchmal sich verändert haben und eigentlich wie ein Schutzengel. Wie alt ist sie geworden? 16. 16 Jahre. Letzte Woche war der Geburtstag, da wäre sie jetzt 17 geworden. Herr Tutsch, wie haben Sie den Hund erlebt? Ich hatte auch vorher keine Erfahrungen mit Hunden, zumindest mal nicht im näheren Umfeld, also als Haustier. Und ich habe manchmal nur gestaunt, dass es sowas gibt. Ja. Zum Beispiel hat die Joni begriffen, wenn man spazieren ging, ja, braucht man keine Leine, sondern sie hat sich eigentlich immer um einen selber herum oder um uns herum bewegt. Ja. Und wenn es mal über die Straße ging, blieb sie auf dem Bürgersteig stehen und hat gewartet, bis man kam und gesagt hat, jetzt kann es jetzt weitergehen. Ja. Das fand ich ja schon mal so faszinierend, dass was überhaupt geht. Und unter Menschen würde man sagen, dass sie auch ein gutes soziales Verständnis hatte, in dem Fall jetzt eben mit Hunden. Es gab nie Ärger. Ja. Es war immer so, dass sie wirklich so ein deeskalierend war und solche Konflikte eigentlich komplett vermieden hat. Das gab es überhaupt nicht. Und das war eigentlich mein Problem immer früher mit Hunden, dass es halt öfters Ärger gab. Und ich finde, das war dann eigentlich auch so, dass sich dieses Wesen eigentlich auch so bei einem dann eigentlich auch so wirklich so eingelebt hat, ja, dass man fast schon, wie du auch gesagt hast, denken konnte und der Hund wusste, was man wollte. Herr Tutsch, wie haben Sie den Nahtodkontakt mit Ihrem Hund erlebt? Also es war ja so, dass die Joni dann nach und nach eben Alterserscheinungen hatte. Ja, und wir wollten sie dann einfach erlösen. Ja. Sie war ja auch schon 16 Jahre alt und haben wir dann eine Spritze geben lassen. Mhm. Und es ist also so gewesen, ja, dass uns das natürlich schon stark mitgenommen hat auch, ja, weil das ist ja schon so, dass da einfach ein Wesen dann fehlt im Haushalt. Ja, wir waren dann allein. Und circa 14 Tage nach diesem Ereignis war es so, dass ich da mal nachts, mitten in der Nacht auf die Toilette musste und irgendwie auch dann Durst verspürt hatte. Und bei uns ist es so, dass wir im 1. Stock wohnen und die Küche ist im Erdgeschoss und der Weg dorthin
ist eine etwas schwierige Treppe, schmal und glatt. Die kann man eigentlich nur bei vollem Bewusstsein eigentlich begehen. Und als ich dann so nach der Treppe durchs Wohnzimmer ging, hatte ich das Gefühl, irgendwas ist hinter mir. Und dann habe ich mich also umgedreht auf halbem Wege und sehe dann die Joni da stehen. Das war 8 Tage nach ihrem Tod. Ja. Sie stand da, hat mich angeschaut, wie eben die Hunde einen so anschauen, macht ein bisschen Eindruck, so einen traurigen Blick, ja, haben sie ja gerne so einen treuen, traurigen Blick. So stand sie da, aber ganz bewusst, also nicht irgendwie mit eingezogenem Schwanz oder so, sondern richtig, wie wenn sie sagen wollte, ich bin zwar traurig, ja, dass ich tot bin, aber ich bin trotzdem bei euch. Also so stand sie irgendwie da. Und das hat mich irgendwie, also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das überhaupt begriffen habe. Und habe dann geschaltet und gedacht, das kann nicht sein. Also Sie haben sie ganz deutlich gesehen. Ich habe sie ganz deutlich gesehen, ja. Und irgendwie war das dann so ein Mechanismus, ja, der dann anlief bei mir. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Ich hatte auch den Eindruck, das war ewig, also eine halbe Ewigkeit hier, die da vergangen ist, ja. Aber irgendwie da hat sich das dann so aufgebaut. Und ich habe mich dann so und mit dem Gedanken, ja, habe ich mich dann umgedreht und wollte dann weiter zur Küche gehen. Und da habe dann aber während ich da lief, nochmal umgeschaut und da war sie nicht mehr da. Und das hat mich ja schon beschäftigt. Ja. Ich habe dann auf die Uhr geguckt sogar, da war es 3 Uhr etwa. Und bin dann wieder ins Bett gegangen. Ja. Meine Frau, die schlief, oder war zumindest mal, hat sie sich nicht gerührt. Ja. Deshalb habe ich da noch ein bisschen im Traum, oder habe ein bisschen noch vorm Einschlafen dann dran rumgemacht. Irgendwie. Aber so richtig kam das eigentlich dann erst morgens raus, ja, als meine Frau mir dann beim Kaffee erzählte, was sie erlebt hat. Ich glaube, ich habe es nicht beim Frühstück, sondern schon gleich beim Aufwachen. Als ich merkte, er ist wach, zu ihm gesagt und habe gesagt, Hermann, du kannst dir nicht vorstellen, was mir heute Nacht passiert ist. Ich hatte die Joni im Arm fühlend und ich habe ihm dann den Traum ihm erzählt. Es war ein bisschen ein absurder Traum, es war nicht unser Garten, es war irgendwo, aber in dem Garten waren wilde Tiere und deshalb war eine Absprache mit Joni, dass sie in dem kleinen Schuppen so lange ist und ich brachte dann ihr das Futter und sagte dann, Joni, jetzt ist alles wieder gut, keine Tiere mehr im Garten. Und war richtig glücklich, sie in den Arm zu nehmen, sagt, Süß, jetzt kommst du wieder mit rüber oder irgendwas, habe ich gesagt. Und dann habe ich sie so in den Arm, sie ist ja schon ein schwerer Hund gewesen, und habe sie im Arm gehalten und bin rübergelaufen ins Haus und hatte sie so auf dem Schoß. Und das war so unvorstellbar, weil so wachte ich auf, als ich spürte dieses warme Körperchen, das Pulsieren, das Köpfchen machte sie einem da immer so nett dann hin. Und wie sie sich so reinkuschelt, diese Wärme, diese Körperwärme, das war alles da, das Fühlen von dem weichen Fell. Und so wachte ich auf. Und dann habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Kann nicht sein, die Joni ist tot. Aber hat wirklich ein paar Minuten gedauert, bis ich verstanden habe, ich habe es jetzt gespürt, warum auch immer, sie war in meinem Arm, sie war wirklich da. Aber eigentlich kann es ja nicht sein. Und ich lag dann sehr lange wach, weil das so war, dass sie wirklich ein bisschen, weiß nicht, ob das ein Trost war, da sein konnte, seid doch nicht so traurig. Ich bin doch trotzdem irgendwie noch da, nur vielleicht in einer anderen Form. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, weil ich dachte, weil ich nicht gleich einschlafen konnte. Und das war eben so kurz vor 3. Und deshalb habe ich ihm morgens das dann gesagt. Und als ich dann sagte, Hermann, das war etwa 3. Und dann fingst du an, das vielleicht auch beim Frühstück, weiß ich nicht mehr genau, mir zu erzählen, dass sie bei dir da unten in diesem Wohnzimmer mal war. Ja, das war schon unglaublich. Und
Ja, es war nicht Fantasie, es war dieses Körpergefühl, wie wenn man einen Hund eine Weile im Arm gehalten hat. Was hat diese Erfahrung bei euch bewirkt? Also bei mir war es bewirkt, dass es ein bisschen eine Bestätigung war, was ich vielleicht schon so über 20 Jahre mich immer wieder befasst, dass eben die Tiere auch eine Seele haben und man manchmal dann Gespräche hat, wo die Menschen sagen, ach, jetzt übertreib's doch nicht so, sie war doch nur ein Hund, wenn ich so. Manchmal sagte ich, es ist mir so schwer zu wissen, sie ist jetzt 16, dass sie bald nicht mehr da sein wird. Das ist so für mich dann manchmal. Ich dachte, ja, dass man nicht gerade unbedingt darüber spricht. Und diese Erfahrung von der Joni, das war für mich die Bestätigung, erstens so, dass eine Seele nach dem Tod noch eine Weile da ist, war jetzt immer mein Gefühl oder meine innere Einstellung. Und dass es die Hunde so und so oder die Tiere auch haben. Und dadurch, dass sie da war, als würde sie uns wirklich ein bisschen trösten wollen. Wir haben ja auch ein ganz schönes Grab machen können, weil wir eben in diesem Garten, der gehört auch uns, konnten wir uns in der Beerdigung und dadurch ist es ein bisschen ja auch noch in anderer Form da, dass, als wollte sie das einfach uns vermitteln. Ihr wisst doch, ich bin in irgendeiner Form noch da oder in der Nähe. Das hat sich bei mir so bestätigt, mein Gefühl vorher. Herr Tutsch, haben Sie vor diesem Erlebnis daran geglaubt, dass Tiere nach ihrem Tode weiterleben? Nein, das konnte ich mir nicht vorstellen eigentlich. Sagen wir mal so, es ist so und so für mich jetzt auch schwer vorstellbar überhaupt gewesen, dass sowas überhaupt passieren kann. Ja, weil man hört ja so manches, ja, aber man hat da keinen Bezug dazu. Und bei mir hat es jetzt zum Beispiel da schon etwas Nachdenken angeregt. Ja. Ich bin eigentlich darüber sehr überrascht gewesen, dass es erstmal ein Tier ist, ja, natürlich, und dass ein Tier einen nochmal erscheint. Bei Menschen hat man das ja schon öfters gehört. Zweitens, dass das praktisch Koinzidenz war, ja, zwischen meiner Frau und mir, dass wir das in der gleichen Nacht und ohne vorher abzusprechen oder sowas ich war echt platt am Frühstück, als ich gehört habe, dass sie das Ähnliches erlebt hat. Also das heißt für mich eigentlich, es ist jetzt kein Zufall gewesen irgendwie. Und drittens, was mich eigentlich am meisten noch beeindruckt hat, dass ich das sehr wohl wahrgenommen habe und mir eigentlich todsicher bin, so war das. Aber dann, nachdem dann der Gedankenapparat losging, war plötzlich alles weg. Und also als Physiker ist es eigentlich nichts Neues für mich, ja, weil man weiß ja, dass die Messmethode auch das Ergebnis beeinflussen kann. Ja. Und ich denke, das Gehirn kann sicher gewisse Dinge dann auch ausschalten, die einfach nicht sein können. Ja, und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Also ich bin sicher noch nicht am Ende. Da gibt es sicher noch einiges, was da sich in meiner Einstellung ändern kann. Aber das ist schon mal, denke ich, ein Anstoß gewesen für mich. Frau Stilling und Herr Tutsch, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Ja, danke. Gerne. Ja.